Du hast keine Angst vor der Zukunft. Du hast Angst, ihr schutzlos ausgeliefert zu sein. Lass uns kurz drüber reden. Zukunftsangst. Das Grundrauschen im Hintergrund. Zukunftsangst ist kein lautes Drama. Sie kommt leise, wie Nebel. Man sieht noch alles, aber irgendwie verschwommen. Sie ist dieses komische Ziehen im Bauch, dieses „Was wird bloß aus allem?" Die Welt da draußen wirkt unberechenbar. Und plötzlich fühlt sich das eigene Leben an wie ein Kartenhaus. Kein Wunder, die Welt dreht durch. Klimakrise, Krieg, Inflation, KI, Jobunsicherheit, Wohnungsnot, Überforderung, TikTok-Tanztutorials. Wie soll man da noch optimistisch bleiben? Warum uns Zukunft so nervös macht? Das Gehirn mag Pläne, Listen, Kontrolle. Aber die Zukunft macht da nicht mit. Sie ist wie ein Kleinkind mit Wachsmalstiften, komplett unberechenbar. Früher war das anders. Da hat man sich gefragt, wird es genug Kartoffeln geben? Heute fragt man sich, wird mein Job bald von einer KI ersetzt? Oder kann man in so eine Welt überhaupt noch Kinder setzen? Und zack, ist man mitten im Gedankenkarussell. Mitten im Nebel aus, was wäre wenn und was, wenn's schlimmer wird? Wenn sich alles unsicher anfühlt. Es gibt Momente, da wirkt die Welt aus dem Gleichgewicht. Kriege, Spannungen, Nachrichten, die sich wie Endlosschleifen anfühlen. Und statt Lösungen gibt's oft nur Lautstärke. Jeder gegen jeden, jeder im Recht. Und mittendrin das eigene Gefühl von Überforderung. Man liest, hört, scrollt und merkt, die Stimmung ist angespannt. Irgendwas liegt in der Luft. Und man fragt sich, kommt das irgendwann näher? Wie soll man da ruhig bleiben? Wird das jemals wieder normal? Diese Sorgen sind nicht übertrieben. Sie sind verständlich. Gerade wenn man Verantwortung trägt für sich selbst, für andere, für die Zukunft. Da mischen sich viele Fragen hinein. Was ist richtig? Was ist sicher? Und wie bleibt man klar im Kopf, wenn draußen alles durcheinander wirkt? Solche Gedanken zeigen nicht Schwäche. Sie zeigen, du denkst weiter, du fühlst mit. Und du willst, dass es gut wird für dich und für das, was dir wichtig ist. Perspektivwechsel. Was, wenn die Angst nicht nur Feind ist? Hier kommt ein anderer Gedanke. Zukunftsangst bedeutet auch, dass dir was wichtig ist, dass du dir Gedanken machst, dass du nicht einfach abstumpfst. Angst zeigt, da ist Hoffnung, da ist Wunsch nach Sicherheit, nach einem guten Leben, für dich, für andere, für später. Und manchmal ist allein das schon ein Zeichen von Stärke. Die gute Nachricht: Angst ist formbar, wie die Zukunft. Zukunft ist kein festgelegter Film. Sie ist ein Drehbuch mit vielen leeren Seiten. Manche Seiten schreibst du mit, manche nicht. Aber du bist Teil der Geschichte. Das Ziel ist nicht, keine Angst mehr zu haben, sondern nicht von ihr gesteuert zu werden. Angst ist kein Stoppzeichen. Sie ist ein Schild, auf dem steht, hier gibt's was zu klären. Was konkret hilft, wenn der Kopf zu voll ist. Erstens, Fokus auf Einfluss, nicht auf Kontrolle. Man kann die Welt nicht retten, aber man kann sie ein bisschen besser machen. Heute, jetzt. Durch eine Entscheidung, ein Gespräch, einen Nein-Button. Das beruhigt nicht nur, es macht auch handlungsfähig. Denn Ohnmacht entsteht dort, wo man glaubt, nichts tun zu können. Zweitens, kleine Schritte schlagen große Panik. Zukunftsangst sucht nach Antworten für die nächsten 10 Jahre, aber du brauchst gerade nur einen klaren Gedanken oder ein warmes Essen oder Schlaf oder 5 Minuten frische Luft. Klingt banal? Ist es auch. Aber genau das hilft. Denn wenn der Kopf Karussell fährt, braucht der Körper Boden unter den Füßen. Drittens, Medien in Dosen. Nicht im Dauerinfusionsmodus. Stündlich Push-Nachrichten lesen, aber die eigene Atmung vergessen? Nicht hilfreich. Nachrichten ja, aber bewusst, dosiert und mit Pause. Du darfst dich rausnehmen. Du musst nicht alles wissen. Und du darfst dich trotzdem kümmern. Auch Optimismus ist eine Form von Verantwortung. Viertens, reden. Immer. Echt jetzt. Nicht nur denken, nicht nur googeln, sondern aussprechen, was drückt und hören, was andere fühlen. Zukunftsangst wird kleiner, wenn man merkt, oh, ich bin nicht allein damit. Und manchmal ist das wichtigste Gespräch nicht das mit einem Experten, sondern das mit einem Freund, der einfach sagt, fühle ich auch. Und fünftens, die Mars-Perspektive einnehmen, rauszoomen, durchatmen. Manchmal hilft ein innerer Ortswechsel. Stell dir vor, du sitzt auf dem Mars und schaust runter auf die Erde. Was du da siehst? Keine Schlagzeilen, keine Deadline, kein Chaos, sondern einen kleinen blauen Planeten, auf dem Milliarden Menschen gerade gleichzeitig leben, lieben, lachen, streiten, hoffen und du bist einer davon.
Diese Perspektive holt dich raus aus dem Tunnel. Sie zeigt, das meiste, was heute riesig wirkt, ist aus Abstand betrachtet, menschlich, nicht klein, aber auch nicht alles. Zukunftsangst entsteht oft im Zoom-Modus. Man sieht nur den einen schiefen Ausschnitt, aber Leben passiert im Weitwinkel. Hoffnung ist kein Zufall, sie ist eine Haltung. Trotz allem, trotz Nachrichten, trotz Sorgen. Es gibt Menschen, die Gutes tun. Es gibt Kinder, die lachen, Menschen, die sich verlieben, Nachbarn, die helfen, Ideen, die Mut machen und Lösungen, die leise anfangen. Zukunft ist kein Horrorfilm. Sie ist eine Collage aus Angst und Mut, aus Unsicherheit und Vertrauen. Fazit: Zukunft passiert nicht, sie entsteht. Zukunftsangst ist wie ein Schatten, aber Schatten entstehen nur, wenn irgendwo Licht ist. Es gibt keine Garantie, dass alles gut wird, aber es gibt immer die Möglichkeit, etwas gut zu machen. Die Welt ist nicht einfach, aber Menschen sind genial darin, trotzdem Hoffnung zu machen, sich zu organisieren, zu lieben, sich zu kümmern, sich nicht unterkriegen zu lassen. Zukunft passiert nicht, Zukunft entsteht mit dir und wir sind ein Teil davon. Wenn du heute einen neuen Gedanken mitnehmen konntest, wenn dein Blick auf die Zukunft jetzt ein kleines bisschen weicher ist, dann war dieses Video nicht umsonst. Hat's dir gefallen? Dann drück auf Like und abonniere den Kanal für mehr Impulse, die beruhigen, was gerade laut ist. Denn auch wenn draußen Chaos tobt, du darfst drinnen Frieden finden.